Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen und kompakten Airsoft-Video begrüßen. Und wir schauen uns heute zusammen die neue CRP9 aus dieser Begadi Sportserie an. Beziehungsweise es ist eine Syma CM106B, wenn mich nicht alles täuscht. Aber auch hier wieder Science Begadi komplett geupdatet. Bedeutet hochwertiges EFCS-System ist drin. Hop-Up-System wurde komplett gemacht, also Bucking Tensioner, besserer Pistenhead. Dementsprechend aber auch eine aus der 5. Generation. Und da haben wir uns ja bereits vor einigen Wochen bereits die Daniel Defense MK18 angesehen. Und hier sind letztendlich die inneren Bauteile, die ganze Gearbox, die Komponenten 1:1 exakt identisch. Bedeutet, ich werde mich heute von der technischen Seite etwas kurz fassen. Natürlich für neue Zuschauer, ich spreche nochmal alles an, ich zeige euch nochmal alles, aber eben nicht ganz so ausführlich wie jetzt eben, ja, wie bei dieser Daniel Defense. Da haben wir uns die ganzen Komponenten bereits einmal angeschaut. Letztendlich, wenn wir es ganz grob runterbrechen, haben wir hier eigentlich eine Nova, kann man eigentlich sagen, oder vom Upper Receiver und vom oberen Systemkasten oder Systemgehäuse eigentlich eine AR-15. Nur hier eben jetzt mit einem neu designten Lower Receiver, welcher eben MP5 Magazine oder halt 9 mm Magazine aufnimmt. Ihr seht auch wieder, ist nicht speziell von der Gearbox für so ein SMG neu konstruiert worden, sondern ihr seht, letztendlich wurde das Ganze auch wieder aufgrund des Platzes hier vorne einfach ein bisschen erweitert. Bedeutet, Syma geht jetzt nicht den Weg und ballert uns jetzt hier so einen großen AR-15 Magazinschacht hin, wo man dann die kleinen Magazine reinsteckt, sondern sie machen halt einen kleinen Magazinschacht und haben dafür hier vorne letztendlich die Rampe dran, weil den Platz von der Hop-Up-Kammer und von der Gearbox brauchen sie natürlich. Wollten sie mal eine richtige, ja, so eine richtige 9 mm bauen, müssten sie ein bisschen eine kompaktere Gearbox entwerfen. Wäre vielleicht mal eine Idee für die Zukunft. Ansonsten auch im Vergleich zu der Nova auch sehr schön. Hier ist das allererste Mal von Syma ein 45 Grad beidseitiger Feuerwahlhebel verbaut. Bedeutet, ihr müsst den Feuerwahlhebel nicht komplett auf 90 Grad umstellen, um auf Semi zu kommen, sondern lediglich auf 45 Grad. Und das Ganze auch noch beidseitig nutzbar. Dementsprechend schauen wir uns das schöne, kleine, kompakte Knuddelteil einmal im Detail an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir wie üblich mit dem Lieferumfang und mit den technischen Daten. So, Lieferumfang ist genauso wie bei den anderen Begadi Sport Syma Kniften letztendlich. Bedeutet, ihr habt jetzt nicht nur ein Magazin dabei, sondern ihr habt bereits out of the box 2 Mid-Cap Magazine dabei. Und die kennt ihr vielleicht schon, das sind die ganz normalen MP5 Magazine von der CM41 Serie. Bedeutet, von diesen modernen MP5 Modellen ist ein sehr, sehr schönes Mid-Cap Magazin und feeden auch 1A. Also nicht nur in dieser Knifte, sondern auch in der MP5, wenn ihr da 0,32er reinstopft, 0,36, die Dinger feeden echt richtig gut. 130 Schusskapazität und 2 Stück im Lieferumfang enthalten. Finde ich gut. Dann habt ihr von Syma ein paar BBs dabei, das müssten 0,2 Gramm sein, sind von der Oberfläche relativ rau. Bedeutet, ich würde sie vielleicht hernehmen und würde mal das Hop-Up damit einschießen, also vorsichtiges Hop-Up einschießen, wenn das Modell neu ist. Da würde ich die einfach rausknallen und fertig. Und dann würde ich hochwertige BBs verwenden und nicht das Zeug, was da dabei ist. Aber wie gesagt, zum Hop-Up einschießen, ein paar BBs dabei, finde ich in Ordnung. Dann handelsüblicher Speedloader, braucht man immer ebenfalls. Und wenn ihr im Karton ein bisschen den ganzen Schaumstoff ein bisschen hochzieht, dann findet ihr darunter ebenfalls noch einen Laufreinigungsstab. Was ihr jetzt auf dem Tisch nicht sehen könnt und was leider auch nicht enthalten war bei mir, ist einmal eine Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung. Ist normalerweise bei Syma immer im Karton mit drin. Bei mir war letztendlich nur von Begadi ein Chronoprotokoll dabei. Bedeutet, es könnte vielleicht sein, dass sie beim Kronen und beim Wiedereinpacken, dass sie vielleicht den Papierkram vergessen haben, wieder mit reinzulegen. Aber wie gesagt, normalerweise könnt ihr davon ausgehen, dass ein bisschen Papierkram enthalten ist. Braucht man aber auch nicht wirklich, denn das Ding ist eigentlich selbsterklärend.
So, von der technischen Seite gibt es ein paar Punkte, die ich mit euch durchsprechen möchte. Datenblatt seht ihr natürlich da drüben wieder. Zunächst mal, falls sich jetzt jemand überlegt, kaufe ich mir jetzt eine MP5 von Syma oder kaufe ich mir vielleicht das Modell jetzt. Ein sehr gravierender Unterschied, wie ich zumindest finde, bei den modernen MP5-Modellen von Syma habt ihr hinten immer diese Schaftaufnahme aus Vollmaterial Zinkguss mit dran. Und es packt bei den MP5-Modellen einfach, meiner Meinung nach, sogar unnötig viel Gewicht auf die Knifte drauf. Auch vom gesamten Receiver ist die MP5 komplett aus Zinkguss gefertigt. Hier ist es eine Legierung aus Aluminium und Zink. Bedeutet, diese ganze CRP9 ist gerade auch vom Gefühl her deutlich leichter. Also sie wiegt so gut wie nix und ist ein bisschen führiger, einfach ein bisschen von der Handhabung einfach ein bisschen schlichter, ein bisschen schlanker, fühlt sich einfach ein bisschen schöner an, auch durchs Gewicht. Also wie gesagt, ein bisschen bei den MP5-Modellen beachten, die wirken ein bisschen klobig, finde ich. Hier dieses Modell eben nicht. So, dann der nächste Punkt. Dann seht ihr drüben natürlich, es ist hier vorne ein Standard 14 mm Linksgewinde vorhanden. Bedeutet, ihr könnt auch problemlos Tracer oder Schalldämpfer Attrappen montieren. Ihr müsst hier auch nichts beachten. Bedeutet, wenn ihr einen Tracer montieren wollt, der Innenlauf hört bündig mit dem Gewinde auf. Also ihr müsst jetzt hier nicht nochmal irgendwie eine kleine Verlängerung draufschrauben. Nein, Tracer drauf, fertig, funktioniert. Nur natürlich für Einsteiger wieder ganz wichtig. Ihr seht, hier vorne ist ebenfalls eine Art Amplifier mit drauf, standardmäßig. Bedeutet, die überschüssige Luft, die nach der Kugel austritt, wird hier vorne, oder der Aufprall wird einfach ein bisschen verstärkt dadurch. Hierdurch wirkt das Modell out of the box standardmäßig ein bisschen lauter, da einfach der Knall ein bisschen verstärkt wird. Wollen die wenigsten im Airsoft eigentlich haben und dementsprechend, wie gesagt, sind auch Schalldämpfer Attrappen möglich oder halt Standardmündungsfeuerdämpfer. Nur aufpassen, auch diese Amplifier ist mit einem Gewindestift vor Verdrehen gesichert. Also jetzt nicht hergehen und hier mit Gewalt rumschrauben, auch nicht die Rohrzange nehmen und da rumknallen. Nein! Immer zunächst mal mit einem 1,5 mm Inbus den kleinen Gewindestift lösen. Und hier bei dem Modell findet ihr den hier seitlich durch das M-Lock vor. Bedeutet, wenn ihr hier seitlich genau reinschaut, findet ihr so eine kleine Schraube bzw. einen kleinen Gewindestift. Den schraubt ein kleines bisschen locker und wenn der dann locker ist, dann könnt ihr eben das Ganze einmal abschrauben im Uhrzeiger, also nach rechts, weil es ist ein Linksgewinde. Also nicht wie in Deutschland üblich, sondern einmal nach rechts abschrauben. So, und wie gesagt, dann könnt ihr das Ganze drum einmal runterschrauben. Jetzt der nächste Punkt. Allein diese Amplifier besteht aus Aluminium und Stahl. Bedeutet, diese ganze fette Aufnahme, das ist ein riesengroßer Stahlklumpen und packt dementsprechend nochmal ein paar Gramm auf die ganze Knifte drauf. Wenn ihr jetzt mal vergleicht, wie gesagt, Stahl, ich schätze jetzt einfach mal, keine Ahnung, vielleicht 80 Gramm oder sowas. Wenn ihr dann hergeht und nimmt einfach so eine ganz simple Schalldämpfer-Attrappe für den Airsoft-Bereich, ist komplett aus Alu gefertigt und wiegt vielleicht, keine Ahnung, ein Viertel oder ein Fünftel von dem Kloben hier. Also ihr könnt auch hier über so eine kleine Schalldämpfer-Attrappe, könnt ihr einfach noch ein kleines bisschen Gewicht einsparen. Und wie gesagt, ich habe jetzt einfach mal so einen kleinen Supersonic 9x45 hergenommen. Der passt da vorne wunderbar rein und auch der Klang wird dadurch noch ein bisschen dumpfer und ein bisschen schöner, finde ich. Aber wie gesagt, müsst ihr entscheiden, ob ihr diesen Dinger hier dran lassen wollt oder halt einen Tracer oder Schalldämpfer-Attrappe. Okay, das soll es eigentlich schon gewesen sein von der technischen Seite. Vielleicht ein kleiner Punkt noch, sprechen wir vielleicht gleich an. Kleiner Punkt, was ihr drüben seht, das Modell kostet 430 €. Und ja, es ist eine brandneue Knifte von Syma, es ist ein neuer Receiver, es ist ein geiler 45 Grad beidseitiger Feuerwahlhebel, alles super. Wenn man jetzt aber aktuell zum Zeitpunkt des Videos ein bisschen vergleicht, dann bekommt man letztendlich eine Nova, auch in der 5. Generation, bedeutet exakt gleiche Komponenten drin, gleiche Elektronik, gleiches Federschnellwechselsystem, bekommt man bereits für 380 €. Bedeutet, das Modell kostet jetzt 50 € mehr, nur dass ihr halt jetzt 9 mm Magazine reinstopfen könnt und einen 45 Grad Feuerwahlhebel habt. Also warum das Modell jetzt auf einmal mehr kostet, verstehe ich nicht ganz. Also wer jetzt einfach sagt, ja, ich möchte einfach eine gut funktionierende Knifte haben mit schönen oder guten Internals drin, mit EFCS und Pipapo, 50 € weniger bekommt er genauso eine Nova in der CQB-Variante als Generation 5.
Also hier wieder 50 € mehr, aber für was? Keine Ahnung. Gut, Leute, dann habe ich natürlich das Modell für euch wieder nachgekront und heute auch nicht nur mit der Standardfeder 0,2 und 0,3 Gramm, sondern ebenfalls bin ich mal hergegangen, habe hier hinten eine M140 reingestopft, einfach mal um zu gucken, wie hoch kommen wir denn mit dem kleinen Lauf oder mit dem kurzen Lauf. Denn natürlich, je kürzer der Lauf bei einer Airsoft, desto weniger Energie bekommt ihr raus. Wie gesagt, dementsprechend auch nochmal gekront, 0,3 Gramm mit einer M140. Somit haken wir den Chronotest ab und jetzt lasst uns eben noch mal ganz kurz drüber sprechen, über Thema Energieabgabe und Thema Hop-Up. Der allererste Punkt ist Energieabgabe, habt ihr im Chrono gesehen, hervorragend, 1A, es ist natürlich ein Shortstroke drin, wieder beachten. Neue Zuschauer werden sich jetzt denken, wie 140er Feder plus 1,5 Joule, vollkommen tipptopp, denn es ist eben nur ein 12-Zahn Sektorgear drin verbaut und kein 16-Zahn. Dementsprechend ist auch eine 140er absolut kein Problem in dem Modell, nicht vergessen. So, also wie gesagt, out of the box 1,3, auch nicht abfallend selbstverständlich bei 0,3 oder 0,32 Gramm, denn ihr habt natürlich aufgrund der kurzen Lauflänge von gerade mal 225 mm ausreichend locker Volumen drin, auch für schwere BBs. Also wenn ihr das Ding mit 0,32 spielt, hervorragend, passt wunderbar. Auch vom Thema Hop-Up sehe ich auch genau hier die Knifte, bedeutet auch wieder 0,3, 0,32 funktioniert meiner Meinung nach einfach am besten. Ihr könnt auch 0,36 hoppen, ja, das funktioniert, aber Leute, sind wir ehrlich, das ist so ein kleines, kompaktes Ding, was wollen denn da 0,36 oder 0,4 drin spielen? Ich meine, auf Long Range schießt ihr sowas nicht. Also hier wieder geil, auch vom Thema Hop-Up selbst, der Hop wieder sehr, sehr konstant, muss man sagen, gerade eben mit 0,3 und 0,32. Nur wo ich schon wieder meckern muss, zum Einstellen, ich weiß nicht, was Syma sich dabei denkt, aber die Hop-Up-Kammer wird irgendwie je nach Modell immer schwergängiger. Bedeutet, auch hier seht ihr später natürlich im Detail, ihr könnt übrigens Bolt Catch mit Funktion, bedeutet Spannhebel ein bisschen zurück, dann bleibt das kleine Fenster hier offen, seht ihr innen drin wieder die Rotary von Syma und dann könnt ihr hier überdrehen, es Hop-Up einstellen. Aber wie gesagt, ich zeige es euch später im ausgebauten Zustand, denn das geht so brutal schwer zum Drehen, das Rädchen. Ich bin dann sogar hergegangen, habe mir aus der Werkstatt einen Schraubendreher geholt und habe das Ding mit dem Schraubendreher auf der Arbeit weitergehebelt. Also, wie gesagt, das Rädchen, das läuft einfach unheimlich straff und es war mir eigentlich nur mit dem Fingernagel fast nicht möglich, hier ansatzweise irgendwie sauber in Hop einzustellen. Und der nächste Punkt ist dann auch, dann habt ihr eben jetzt hier kein frei laufendes Hop-Up-System, beziehungsweise kein stufenfreies Rädchen, sondern ihr habt weiterhin, wie bei Syma bekannt, dieses Klicken. Und da kann es gerade bei 0,25 und bei 0,28 Gramm BBs kann es vorkommen, dass ihr einen Klick zu wenig macht. Dann merkt ihr, oh, die fallen ein bisschen zu früh. Also die Flugbahn geht dann ungefähr so und zum Schluss fallen sie so ganz langsam ab. Und dann denkt ihr euch, ja gut, dann gebe ich halt einen Klick mehr drauf. Dann macht er einen Klick mehr und dann fliegen sie so und dann so. Also dann habt ihr schon wieder ein bisschen zu viel Hop und dann, ja, dieses Präzise fehlt da ein bisschen. Und das ist eben mit schweren BBs nicht der Fall. Bedeutet, wenn ihr dann 0,3er oder 0,32er reinstopft, dann habt ihr eben eine kerzengerade Flugbahn und am Schluss zieht sie so ganz leicht hoch und fällt dann sauber ab, so wie man das haben möchte. Also wie gesagt, für leichte BBs eher nicht geeignet und wer das Hop-Up noch ein bisschen präziser einstellen möchte, entweder dieses Klicksystem deaktivieren, das Rädchen ein bisschen anpassen, modifizieren oder direkt vielleicht eine bessere Hop-Up-Kammer rein. Wie gesagt, zeige ich euch dann später nochmal im Detail.
So, von den allgemeinen Informationen, ihr seht, ich habe jetzt mal ein Leuchtpunktvisier draufgeknallt und ich habe ebenfalls hier vorne diesen Originalgriff durch so einen kleinen Knubbelgriff ersetzt. Ihr habt natürlich hier vorne ganz normales M-Block-System am Vorderschaft, schön kompakt aus Aluminium gefertigt, aber der Standardgriff, den Syma auch bei den MP5-Modellen mitschickt, das ist vielleicht für den einen oder anderen in Ordnung. Ich finde es von der Ergonomie her leider nicht ganz so geil. Bedeutet, ich habe den weggemacht, ich würde eher so einen kleinen verwenden. Oder ihr macht gar nichts hin. Das ist natürlich immer euch überlassen. Aber wie gesagt, normalerweise, ich nehme halt diese kurzen Griffe immer eher als Handstop. Bedeutet, ich lege einfach die Hand hier rein und nutze es einfach als Handstop. Und daher das Ganze eben auch ein bisschen länger ist, wie jetzt zum Beispiel so diese Standard-Handstops, rutscht man auch nicht drüber. Bedeutet, ihr habt einfach einen schönen Griff da vorne. Und wie gesagt, mit diesem Syma-Griff, dass ihr halt die Knifte die ganze Zeit so haltet, ist Geschmackssache. Bin ich leider kein Fan davon und hätten sie gerne darauf verzichten können, diesen beizulegen. Aber wie gesagt, wenn euch das gefällt, so zu heben, gut, dann ist halt der Griff standardmäßig enthalten. Ansonsten schraubt ihn weg, schraubt was anderes hin, je nachdem, wo ihr Lust und Laune habt. So, dann seht ihr, ich lasse jetzt einfach mal für das Video oder für das restliche Video diese Schalldämpfer-Attrappe drauf montiert. Denn wie gesagt, diese Amplifier, da ist das Modell einfach ein bisschen arg laut und ist auch relativ wuchtig da vorne, dieser Stahlklotz da vorne dran. Von den allgemeinen Informationen ebenfalls anzusprechen, es ist vom Upper Receiver und vom Handguard und von der Hop-Up-Kammer eine ganz normale AR-15. Bedeutet, wenn ihr jetzt Österreicher oder Schweizer seid, könnt ihr sogar einfach den Upper Receiver runterziehen und könnt von der Nova, wenn ihr eine habt, einfach den Upper Receiver wieder draufschieben. Passt wunderbar zusammen. Also hier, der Upper Receiver ist eigentlich Standard von der AR-15-Version. Nur der Lower Receiver ist eben aufgrund des Magazinschachtes neu designt. Der Rest oben ist alles Standard. Nur eben gerade nochmal anzusprechen für in Deutschland sässige Airsoft-Spieler, aufpassen, auch wenn ihr eine Nova habt, dann könntet ihr im Ausland das Ganze auch wechseln, aber in Deutschland nicht. Bedeutet, das Modell hat natürlich eine andere Lauflänge, wie jetzt zum Beispiel so eine AR-15. Das dürft ihr nicht tauschen, weil sonst passt die Zulassung nicht mehr zusammen. Also aufpassen, Österreicher, Schweizer, natürlich wieder wurscht. Bei uns in Deutschland halt nur, wenn man irgendwo im Ausland ist, dann könntet ihr von eurer Nova auch einfach den Upper Receiver auf den Lower Receiver draufstecken und das Ganze ist miteinander kompatibel. So, von der Bedienbarkeit, es ist natürlich weiterhin ganz normal eigentlich AR-15. Bedeutet, ihr habt es gerade schon gesehen, wie schon angesprochen, Bolt Catch mit Funktion vom Schützen aus auf der linken Seite vorzufinden. Funktioniert tadellos, wie man es gewohnt ist. Magazin-Release oder Magazinauswurf nur vom Schützen aus auf der rechten Seite zu bedienen. Das finde ich ein bisschen schade, da hätten sie vielleicht auch hier vom Schützen aus links noch einen beidseitigen Magazinauswurf machen können. Wäre perfekt gewesen, haben sie leider nicht dran gedacht, aber dafür der Feuerwahlhebel auf beiden Seiten nutzbar und wie vorhin schon angesprochen, das Ganze im 45 Grad und den haben sie richtig geil umgesetzt. Bedeutet, ihr habt auch vom Schützen aus rechts für Linksschützen zum Beispiel kein Spiel irgendwie drin, die Zahnräder laufen super und das Ding läuft einfach sogar, muss ich sagen, deutlich besser wie bei allen anderen Herstellern. Also einer der geilsten Feuerwahlhebel, die ich aus dem SAEG-Bereich bis jetzt kenne. Läuft tadellos, reibt nicht, ihr merkt innen drin diese Zahnräder nicht, dass sie irgendwie kratzen, sondern das Ding ist einfach unheimlich crisp und snappy. Und eben 45 Grad feiere ich. Geiler Feuerwahlhebel. Weitere Besonderheit, ja, ihr habt hier diese Anti-Rotation-Dinger da dran. Hat natürlich bei einer SAEG absolut keine Funktion. Beim scharfen Modell oder bei einer GBB würdet ihr damit die Pins locken, damit sie sich nicht im Receiver drehen. Würde hier halt als kleines Designelement einmal nachgebildet auf beiden Seiten. Ja, das sieht recht schön aus, aber wie gesagt, letztendlich von der Funktion her bringt's nix, natürlich. Der Griff ist dann auch wieder Standard, wie man von der Nova kennt. Leichter Winkel, schön texturiert, schön aufgeraut, aber natürlich ohne störende Wulst und das Ding liegt einfach super drin. Und wie gesagt, auch von der Handhabung, vom Gewicht, sie ist leicht, sie ist schön schlank gehalten, ist eigentlich gerade so für relativ kompakt, nicht so Midrange-Gelände. Genau da sehe ich das Modell. So 50 Meter maximal, einwandfrei, ein bisschen rushen, wer gern ein bisschen schneller spielt. Super, genau perfekt. So, hinten haben wir dann noch Aufnahmetrageriemen, natürlich einmal links, rechts jeweils aus Stahl gefertigt und natürlich auch im Vorderschaft, habt ihr vielleicht schon gesehen, auch hier diese QD-Aufnahmen für den Slingswivel komplett aus Stahl im Vorderschaft integriert. Bedeutet, wenn ihr einen Trageriemen da vorne montieren möchtet, ja, einfach QD-Aufnahme reinklipsen, fertig.
wenn ihr eine kompatible findet. Denn die weichen auch immer gern, je nach Hersteller, ein kleines bisschen ab. So, Federschnellwechselsystem, kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Vielleicht noch ein Punkt, die Flip-Ups sind wiederum geil gewählt. Bedeutet, hier wurden auch jetzt nicht irgendwie Chimikorn oder halt Flip-Ups weggespart, sondern die sind ganz normal dabei und das ist eben die schöne Variante. Wer das Video damals zu der MK18 gesehen hat von Daniel Defense, da habe ich euch gesagt, die Syma hat unheimlich schöne Flip-Ups. Bei der Daniel Defense ballern sie so fette, wulstige Dinger da oben drauf, sieht nicht ganz so ästhetisch aus. Hier wiederum machen sie die schönen drauf aus Polyamid-Kunststoff. Die sind schön schlank, die funktionieren einwandfrei. Bedeutet auch, wenn euch mal jemand irgendwie während des Spiels die Optik kaputt schießt, ja, macht das Ding runter, spielt weiter mit Chimikorn. Das funktioniert einwandfrei und sie sind halt eben nicht so wulstig und störend wie bei der Daniel Defense. Also die finde ich schön, perfekt, Flip-Ups ebenfalls enthalten natürlich. So, dann hinten ganz normale Buffer-Tube AR-15, wie man es kennt von Syma, aber das Ganze kombiniert nicht mit einer großen AR-15 Schulterstütze, sondern mit der kleinen Schulterstütze, wie man sie von den MP5-Modellen kennt. Natürlich könnt ihr auch in der Länge einstellen, je nachdem, wie lange der das Ding braucht. Nur zum Akku einlegen müsst ihr es halt komplett abziehen, wie man es eben von der AR-15 kennt. Da würde ich es vielleicht auch angebracht finden, obwohl das passt eigentlich soweit. Aber wer es noch ein bisschen schlanker haben möchte, zum Beispiel da oben auf meiner Nova, seht ihr das? Ja, seht ihr, diese von Kublai, diese Minimalist-Schulterstütze oder der Schiebeschaft, der würde da auch geil drauf aussehen. Ist noch ein bisschen schlanker gewählt, würde tipptopp zu der Knifte passen. So Leute, jetzt machen wir weiter mit dem Thema Federschnellwechselsystem. Wenn ihr das Modell also auf euer Spielfeld anpassen möchtet oder wenn ihr, sage ich mal, in einer Halle spielt, maximal 1 Joule erlaubt, dann ist es natürlich auch bei dem Modell problemlos möglich, die Energie auf das entsprechende Spielfeld anzupassen. Und das geht unheimlich schön und benutzerfreundlich wie bei den ganzen anderen Syma-Kniften. Kleiner Vorteil sogar, was ich finde, ihr habt jetzt hier bei dieser CRP9 eine etwas längere und größere Castle-Nut hinten drauf, wie bei der AR-15-Serie. Dadurch könnt ihr mit der Hand einfach mehr Kraft übertragen und braucht nicht unbedingt ein AR-15-Tool dafür. Bedeutet auch, wenn das Ding mit aller Gewalt festgezogen ist, ihr geht einfach mit der Hand her, das ist so schön, ja so schön, wie nennt man das, so knuckles oder halt so aufgeraust, strukturiert, keine Ahnung. Einfach hergehen, bisschen Kraft, zack, dann schraubt ihr die ganze Castle nach hinten einfach ein bisschen auf, geht von hinten hin, drückt gegen den Schaft, dreht ein kleines bisschen und zieht das ganze Klump einfach nach hinten ab. So, und schon habt ihr hier, wie bei Syma bekannt, geiles Federschnellwechselsystem. Bedeutet, ihr nehmt einen großen Schlitzschraubendreher her, geht hier hinten rein und schraubt hier hinten einfach aus dem Receiver den Spring Guide raus. Einen Schlitzschraubendreher werdet ihr brauchen, denn dieser wird nochmal über den O-Ring hinten drin ein bisschen gequetscht. Also großer Schlitzschraubendreher hernehmen. So, und dann beim Schrauben immer ein bisschen dagegen drücken, damit nicht der ganze Zug von der Feder auf die Gewindegänge draufkommt. Also immer reindrücken und dann drehen gleichzeitig. So, und dann habt ihr hier einmal letztendlich euer Federschnellwechselsystem oder eure Feder. Andere Feder drauf, das müsste jetzt rein theoretisch von der Energie eine M130 sein, was standardmäßig drin verbaut ist. Vorhin im Chrono habt ihr das gesehen, mit einer M140 kommt ihr auf saubere 1,5 mit 0,3 Gramm. Wenn ihr jetzt runter wollt, kleiner 1 Joule, dann werdet ihr vermutlich so eine 110er brauchen ungefähr. Da werdet ihr so genau bei 1 Joule wahrscheinlich liegen, aufgrund des 12-Zahn Short Strokes, was hier drin verbaut ist. Aber wie gesagt, super benutzerfreundlich. Nur der eine Punkt, was ich auch bei Syma schon häufiger angesprochen habe, das habe ich schon gemacht und dementsprechend sind das mal ganzen Hand schmierig. Das Gewinde ist standardmäßig von Syma nicht gefettet. Bedeutet, wenn ihr das erste Mal den Spring Guide rausschraubt, werdet ihr feststellen, dass es relativ kratzt, das Gewinde. Es fühlt sich nicht ganz so geil an. Bedeutet, wenn ihr das erste Mal den Spring Guide raus habt, pinselt ihr hier hinten auf das Gewinde und vielleicht auch innen drin auf die Gewindegänge kleines bisschen Fett auf. Nicht übertreiben, bisschen Fett aufpinseln und dadurch schont ihr einfach beim Schrauben das Gewinde ein kleines bisschen. Bedeutet, es läuft dann einfach schöner und reibt und kratzt nicht. Wie gesagt, das macht leider Syma schon bei seit den letzten 3-4 Jahren oder seitdem es das System halt gibt, dass sie leider das Gewinde trocken lassen. Finde ich nicht ganz okay, da gehört eigentlich ein kleines bisschen Fett drauf. So, dann schraubt ihr einfach einen Spring Guide wieder schön handfest rein. Ihr müsst nicht übertreiben, also nicht mit aller Gewalt, sonst könntet ihr hier hinten die Aufnahme abreißen, das wollt ihr auch nicht. Und dann schiebt ihr einfach das ganze Zeug wieder drauf. Bedeutet einmal Kabel und Stecker hinten in die Tube wieder rein.
Einmal zusammenknödeln ein kleines bisschen. So, einfach rein mit dem ganzen Zeug. So, den Schaft ein bisschen ausrichten und unten auf die Kabel aufpassen. Wartet mal, ich drehe es euch mal so her. Schauen, dass die Kabel unten sind natürlich, nicht irgendwie an der Seite. Drückt ein kleines bisschen hoch, setzt die Buffer-Tube hinten wieder auf, dass sie einrastet. Dann dreht er sie wieder, zieht sie ein bisschen nach hinten und schraubt einfach dann die gesamte Castle-Nut wieder handfest zu. Auch hier müsst ihr nicht übertreiben, die löst sich nicht oder so. Gut, handfest, zack. Und dann sitzt das Ding da hinten hervorragend wieder dran. Also geiles Federschnellwechselsystem und wie gesagt, sogar mit dieser etwas größeren Castle-Nut geht das Ganze sogar noch ein bisschen einfacher, da man es einfach eigentlich immer mit der Hand abschrauben kann und man dafür kein spezielles Werkzeug benötigt. Dann natürlich übliches Thema, gerade für Einsteiger, Platz für einen Akku und Akku einlegen, Standard wie bei einer AR15. Bedeutet, ihr bekommt in die Buffer-Tube hinten letztendlich diese ganz normalen Single-Stick-Lipos rein. Also alles so 1400, 1500 mAh, aber aufpassen, keine AK-Single-Stick. Bedeutet die ganz normalen, die für die Buffer-Tube ausgelegt sind. Wie gesagt, gibt es von vielen Herstellern, haben meistens die gleiche Größe. Und der größte, den ihr eigentlich reinbekommt, sind 1500 mAh. Je nachdem, wie viel ihr schießt am Tag, braucht ihr einen oder zwei. Wenn ihr jetzt in der Halle ein bisschen auf Speed spielt, dann würde ich 2 empfehlen. Wechselt zur Mittagspause, wenn es eine gibt. Wenn ihr, sage ich mal, Midrange spielt und eher, sage ich mal, am Tag bloß 1000 Kugeln raushaut oder so, dann langt euch einer aus. Und wie gesagt, aber wenn ihr 2 habt, seid ihr immer auf der sicheren Seite. Zum Einlegen eigentlich Standard, bedeutet, hier hinten ihr könnt zwar die Schaftkappe abnehmen, geht aber meiner Meinung nach ein bisschen, ja, nicht ganz so schnell, wie wenn man einfach abzieht. Bedeutet, ihr könntet natürlich hier hinten auch wegklipsen. Ansonsten geht ihr einfach da unten her, zieht das Ding mit Schmackes runter, also mit relativ viel Kraft und einmal komplett nach hinten ab. So, und dann habt ihr hier hinten eben ganz normal euren T-Stecker drin oder euren DIN-Stecker und Platz in der Buffer-Tube, wie man es von der AR15 kennt. So, dann popelt ihr einfach den Akku da hinten rein. Wie gesagt, der passt da einwandfrei. Die Kabel links oder rechts ist eigentlich wurscht. So, steckt ihn so weit rein wie möglich, den Balancer noch hinterher und ebenfalls einmal Akku und die Kabel. So, jetzt seht ihr aber natürlich, das ist der größte Akku, der reinpasst. Dadurch werdet ihr den Schiebeschaft oder die Schulterstütze nicht mehr vollständig einschieben können. Ist aber gerade bei dem Modell auch meiner Meinung nach nicht nötig, denn selbst wenn ihr mal guckt, wenn wir das Ding jetzt reinschieben, schauen wir mal, wann kommen die Kabel. Hier kommen ungefähr die Kabel, wir machen noch einen Klick, dann seid ihr hier vielleicht in der zweiten Position und selbst das ist für mich fast ein bisschen zu weit vorne. Also ich würde vielleicht sogar nochmal eine Position ausziehen, da eben die Schulterstütze kleines bisschen kompakter ist im Vergleich zu einer AR15. Wie gesagt, so wäre es perfekt und da habt ihr da hinten einfach genügend Platz drin. So, dann lasst uns weitermachen mit dem Thema Ansprechverhalten und Klangbild. Und hier war ich selbst wieder überrascht, wie Syma den Klang so hinbekommt. Ich habe hier an dem Modell 0 gemacht. Ich habe weder nachgeschmiert, noch den Motor irgendwie verstellt oder eingestellt, noch irgendwie geschimmt oder sonstiges. Ich habe das Ding ausgepackt und genau so hört sie sich brachial an. Und es ist das allererste Modell, wo man nicht mal ansatzweise irgendwelche Gears wahrnehmt. Ihr hört den Motor nicht, ihr hört keine Gears, ihr hört einfach nur den Aufprall vom Pisten. Und das Ding hört sich einfach brutal geil an. So, jetzt passt mal auf, ich habe ein paar Mumpeln vorbereitet, 0,3 Gramm BBs. Ich schieße wieder auf den Karton und nehme euch natürlich das Klangbild wieder einmal von vorne auf, also von der Mündung. Ach so, halt, jetzt habe ich das Ding noch drauf. Machen wir vielleicht erstmal Klangbild kurz mit dieser Schalldämpferattrappe, dann schraube ich nochmal um. Auf jeden Fall wieder 2 Audioaufnahmen, einmal vorne Richtmikrofon, einmal Lavalier Ansteckmikrofon. Also, hören wir mal. Und leer. So, ihr habt es gehört, beziehungsweise ihr habt es wahrscheinlich nicht gehört, ich auch nicht. Ihr hört hier keine Gears, 0. Das Ding hört sich sowas von sauber und geil an. Wie gesagt, hatte ich so selbst noch nicht. Der Klang bei Syma mit dem 13.1er Gearset war schon immer gut, war immer das der besten Systeme vom Klangbild. Die hört sich noch geiler an und ich weiß nicht, wie Syma das hinbekommt.
Jetzt kommen wir direkt zu einem kleinen Nachteil, denn ihr seht, ich halte die Knifte immer so leicht nach unten. Ihr habt hier innen drin so einen kleinen Hop-Up-Adapter, so ein kleines Röhrchen, wo quasi das Magazin-Anstechteil mit der Hop-Up-Kammer verbunden wird. Und dadurch gibt es leider heute auch ein bisschen einen kritischen Punkt. Denn wenn ihr das umdreht und nachladet, fallen euch 8 Kugeln raus. Also nicht wie Standard bei einer AR-15, dass vielleicht mal 3 oder 4 aus der Hop-Up-Kammer rausfallen. Nein, es fallen nochmal 4 mehr raus. Ist ein bisschen schade, spreche ich später beim Thema Magazin nochmal an. So, und wie gesagt, jetzt hatte ich hier diese Schalldämpfer-Attrappe drauf. Ich montiere nochmal kurz um und dann hören wir uns das Modell nochmal Standard an mit dem Original oder mit diesem Amplifier da vorne drauf. Also einmal ummontiert, jetzt wieder eben out of the box und wie vorhin schon kurz angesprochen, jetzt ist er ein kleines bisschen lauter, bedeutet auch nicht von den Gears, vom Laufverhalten, vom System hervorragend, aber das Ding da vorne, das, wie gesagt, das verstärkt einfach ein bisschen so diese austretende Kugel und dadurch nehmt ihr ein bisschen so dieses Knallen wahr. Ich meine, wem das gefällt, in Ordnung, ich hab's gern ein kleines bisschen gediegener. Also hören wir sie uns mal original an, out of the box. Okay, das war's schon. Also sie hört sich auch mega sauber an vom System, wie schon angesprochen, aber ja, sie hat halt da vorne dieses Ploppen oder dieses Knallen ein bisschen. Müsst ihr entscheiden, wenn euch das gefällt, natürlich spielt so oder Schalldämpfer, Attrappe oder ein Tracer drauf und mega. Also Klangbild, wie gesagt, ich bin total hyped, noch nie eine Knifte gehabt, wo man keine Gears hört. Selbst wenn man Silverline reinmacht und super einstellt und einen super Motor und einen Brushless-Motor. Ich hatte noch nie den Fall, dass ich die Gears gar nicht höre. Also wenn man darauf achtet, man hört die Gears eigentlich immer ein bisschen. Bei dem Modell 0. Also entweder ist es wirklich ein Zufallsmodell und es ist einfach nur perfekt oder die sind alle so, weiß ich nicht. Also hier wird es heute einen Pluspunkt geben, Klangbild einfach nur hervorragend. Dann würde ich sagen, schauen wir uns auch noch kurz in den Nahaufnahmen das ein oder andere Detail ein bisschen genauer an, damit ihr einfach so ein bisschen so Gefühl für die Verarbeitungsqualität bekommt. Das meiste habe ich euch natürlich vorhin schon bei den allgemeinen Informationen durchgesprochen. Das meiste ist auch selbsterklärend natürlich. Aber wie gesagt, schauen wir einfach mal kurz drüber. Der Mündungsfeuerdämpfer oder diese Amplifier, vorhin schon angesprochen, verstärkt letztendlich einfach nur das Schussgeräusch, wenn die wenigsten von euch mögen. Ansonsten von der Verarbeitung ist er aber tipptopp. Bedeutet hier vorne ja ganz normales rundes Aluminium, dann hier so ein bisschen reingefräst außenrum. Im vorderen Bereich ebenfalls Frästeil drin, also das hier vorne. Diese Abdeckung, die ist letztendlich nur aufgeschraubt über ein Gewinde, kann man abschrauben und die hintere Aufnahme innen drin, wie vorhin schon angesprochen, ist dann komplett aus Stahl gefertigt. Und hier seht ihr jetzt eben nochmal vielleicht im Detail in der Nahaufnahme, hier übers M-Lock kommt ihr quasi an den Gewindestift ran, wenn ihr das Ding wegschrauben wollt. Also immer hier erst einmal öffnen. Dann haben wir einen ganz normalen Vorderschaft, der müsste rein theoretisch identisch sein zu diesen Nova oder zu den AR-15 Modellen. Nichts Besonderes, aber von der Qualität ebenfalls tipptopp. Bedeutet auch hier gefräst, kann man schön im oberen Bereich an der Pickrail erkennen. Richtig scharfkantig und dementsprechend ja, CNC gefräst. Bedeutet nicht komplett aus der Gussform raus, sondern das ganze Profil gefertigt und dann letztendlich mit der Fräse einmal drüber geballert. Und da ist alles von der Qualität wirklich super. Komplettes M-Lock-System, nicht nur links, rechts und unten, sondern natürlich auch das M-Lock im 45-Grad-Winkel nutzbar. Das finde ich gerade auch für Österreicher oder Schweizer immer interessant, wenn ihr mit einem Laserlichtmodul spielen dürft oder wenn ihr Flashlights montieren dürft oder Taglights, könnt ihr das eben auch im 45-Grad-Winkel machen. Das finde ich immer cool, weil wenn man die Knifte dann so anfingert, dann ist es einfach besser, wenn das Flashlight ein bisschen höher sitzt, wie wenn es eben hier an der Seite dran sitzt. Da kann es teilweise je nach Griff ein bisschen störend sein. Aber wie gesagt, das sind so kleine Details, Qualität hervorragend. Auch der Übergang zum Receiver hier oben an der Pickrail tipptopp, komplett nahtlos und sauber. Wartet, ich drehe es euch mal noch ein bisschen so her. Also auch hier super umgesetzt und sogar im inneren Bereich, was ihr vielleicht gerade schon gesehen habt. Auch hier, obwohl man es eigentlich natürlich nicht hätte gebraucht, sogar hier ist eine kleine Gasabnahme und so ein kleines Gasrohr nachgebildet innen drin. Auch hier, wie gesagt, ein kleines, nettes Detail, wo viele Billighersteller heutzutage drauf verzichten.
ist einfach hier wieder drin vorhanden. Finde ich einfach super. So, auch der Outer natürlich, brauchen wir nicht ansprechen, der ist natürlich aus Aluminium gefertigt, einteilig und sitzt natürlich hervorragend drin. Natürlich bei der Länge wäre es natürlich verwunderlich, wenn da irgendwie Spiel drauf wäre. Hier natürlich, da wackelt gar nichts. Ich meine, das ist meistens nur relevant, wenn ihr wirklich relativ lange Kniften mit einem Free Float habt. Da kann es bei dem ein oder anderen Modell anfangen, dass das Rohr oder der Outer ein bisschen so zum Schwingen anfängt. Bei der kurzen Länge eigentlich zu ignorieren. So, und dann, wie vorhin auch schon angesprochen, hier eben diese QD-Aufnahmen am Vorderschaft links und rechts. Die sind jeweils aus Stahl ins Aluminium eingearbeitet. Dann lasst uns ebenfalls noch kurz ein paar Worte über den gesamten Receiver oder über das Gehäuse verlieren. Auch hier zunächst mal von der Verarbeitungsqualität wirklich klasse. Wenn wir hier mal vom Schützen aus auf der rechten Seite drauf schauen, alles komplett sauber und bündig. Kein großes Spaltmaß irgendwie zwischen den Receiver-Hälften. Auch wenn man oben dran rumwackelt, das sitzt einfach sauber zusammen. So muss es sein, also wirklich klasse. Das können wir uns auf der anderen Seite vom Schützen aus links gleich nochmal im Detail anschauen. Da sieht man es ein kleines bisschen besser. Zunächst aber mal ein weiterer Punkt, was beim Receiver jetzt im Vergleich zu der AR-15-Version besser ist. Wie gesagt, der Upper Receiver ist letztendlich ein ganz normaler Nova Receiver oder M4 AR-15 Receiver, nur dass sie eben hier am höchsten Auswurf so ein Teil eingearbeitet haben, damit das Ganze kürzer wird. Und ihr seht sogar am Dustcover oder an der Staubschutzklappe, da haben sie sich nicht mehr irgendwie Mühe gegeben, die neu zu designen, sondern das ist eine ganz normale AR-15 Staubschutzklappe, die einfach kürzer ist. Also nicht mal irgendwie das Teil hier versetzt oder so, einfach nur ein bisschen kürzer gemacht und dadurch vermutlich ein bisschen Geld gespart. Aber wie gesagt, das funktioniert tadellos, auch vom Arretieren. Ja, viele wollen es immer zu haben. Ich weiß es zwar nicht warum, ich habe das immer offen, aber ja, ihr könnt es da oben mit ein bisschen Schmackes arretieren lassen und fährt dann natürlich automatisch auf, wenn ihr das Hop-Up einstellen möchtet. Ich habe im Prinzip eigentlich das Ding immer offen, juckt mich relativ wenig. So, ansonsten könnt ihr hier noch erkennen, Magazinauswurf habe ich euch schon angesprochen, leider bei dem Modell nur einseitig im Vergleich zum Feuerwahlhebel. Das finde ich ein bisschen schade, aber so eine kleine Struktur aufgebracht, so eine kleine Diamantstruktur auf dem Magazinauswurfknopf. Dadurch lässt er sich natürlich schön drücken. Noch ein bisschen schöner wäre es natürlich gewesen, wenn sie die Druckplatte vielleicht ein bisschen verlängert hätten. Gibt es ja heutzutage diese CNC-Magazinhalter aus Aluminium für AR-15 Modelle. Da sind die meistens noch ein bisschen länger gehalten und dann kommt man noch ein bisschen schneller ran. Aber wie gesagt, sowas ist Standard, ist auch vollkommen in Ordnung. Falls ihr euch jetzt denkt, ja gut, dann rüste ich halt einfach von der AR-15 so einen Magazinhalter einfach nach. Nein, das macht ihr nicht, ist nicht kompatibel. Bedeutet, der gesamte Magazinhalter ist im inneren Bereich komplett anders designt, anders aufgebaut im Vergleich zu einer AR-15. Das passt also nicht. Ihr könnt jetzt auch nicht irgendwie einen verbauen, der beidseitig nutzbar ist. Funktioniert leider nicht. So, dann habt ihr eben hier, ja, wie gesagt, diese Anti-Rotation Rods, gut, nettes Design, nettes Gimmick, aber natürlich ohne Funktion. Nur für manche Leute, die jetzt eben AR-15 gewohnt sind, ihr habt ja hier im Regelfall den Pin durch, welcher letztendlich auch die Gearbox innen drin mit dem Receiver verbindet. Das ist jetzt bei dem Modell kein Pin, sondern das ist eine Schraube. Die müsst ihr vom Schützen aus auf der linken Seite rausschrauben. Die greift quasi, beziehungsweise geht einmal komplett durch von links nach rechts und greift dann hier in ein kleines Gewinde rein. Ist also alles miteinander verschraubt, nicht verstiftet. So, und das nächste Highlight, wo ich heute auch im Fazit vermutlich einen Pluspunkt dafür geben werde, habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Den Feuerwahlhebel hat Syma für eine S-AEG oder für eine AEG einfach nur richtig geil umgesetzt. Erstens mal natürlich 45 Grad, bedeutet das ist ausreichend, um das Ganze auf Semi umzuschalten. Richtig schön crisp, snappy, kein Haken, kein Reiben drauf. Also gerade im Vergleich zu anderen Herstellern mit einem beidseitigen Feuerwahlhebel ist das einer der besten meiner Meinung nach. Der ist in 45 Grad, der ist crisp, ihr habt kein Reiben durch die Zahnräder, kein Haken, sondern das Ding läuft einfach auf beiden Seiten 1A. Also da sieht man, Syma kann mittlerweile echt richtig gutes Zeug bauen, muss man sagen. Geiler Feuerwahlhebel, feiere ich.
Vom Griff brauchen wir nichts ansprechen, ganz normaler Pistolengriff. Vielleicht noch ganz kurz für Einsteiger, Abzug wäre gegebenenfalls sogar ein Speed-Trigger bzw. ein einstellbarer Abzug möglich. Der ist hier leider nicht standardmäßig verbaut. Bedeutet, ja, ihr habt natürlich den Mikrotaster innen drin, aber ihr habt natürlich standardmäßig in der Sicherung erstmal relativ viel Spiel, bevor ihr überhaupt in die Sicherung reinfahrt. Das sind so circa 5 mm. Und wenn ihr dann umschaltet auf Halbauto oder auf Semi, dann trefft ihr einfach hier hinten den kleinen Mikrotaster. Bedeutet, ja, ihr könnt den Abzug hinterstellen und könnt ihr hinten im Millimeterbereich triggern. Also ihr habt keinen Druckpunkt oder so, wie bei einer Scharfwaffe oder bei einer GBB, sondern ihr habt einfach im inneren Bereich einen elektronischen Taster und den könnt ihr einfach hier hinten sehr, sehr schnell und fein betätigen. Und wie gesagt, wolltet ihr jetzt noch was nachrüsten, einen Aluminium-CNC gefrästen Trigger mit Gewindestiften zum Einstellen, dann könntet ihr den Abzug von Haus aus schon bereits ein bisschen näher an den Taster hinstellen. Und dann habt ihr eben nicht standardmäßig diesen langen Abzugsweg, sondern hättet ihr einfach nur noch einen Hair-Trigger. Bedeutet, ihr seid dann hier ungefähr in der Sicherung und würdet hier bereits feuern. Also so ganz, ganz fein und knapp eingestellt. Wie gesagt, wäre eine kleine Überlegung, ist aber natürlich auch kein Must-Have oder kein Must-Do. Und wenn wir uns das Gehäuse jetzt vom Schützen aus auf der linken Seite anschauen, dann könnt ihr euch eben nochmal die Passgenauigkeit euch im Detail angucken. Schaut mal hier der Übergang zwischen Upper und Lower, wie sauber das alles ineinander reingreift. Also auch hier bei den Konturen, wo viele Hersteller immer so einen kleinen Versatz ein bisschen drin haben, schaut mal hier diese beiden Konturen oder diese Stege, die laufen 1A in den Upper Receiver über und rein. Also das ist von der Passgenauigkeit ist das wirklich tipptopp. Da kann man absolut nicht schimpfen und ist schon eigentlich auf Taiwan-Niveau, muss ich sagen. Also absolut klasse von der Passgenauigkeit und von den Toleranzen am Gehäuse bzw. am Receiver. Dann seht ihr hier noch den Bolt Catch oder den Verschlussfang. Dieser ist natürlich mit Funktion, bedeutet zum Hop-Up einstellen, Spannhebel ein bisschen zurück. Das Blech innen drin arretiert und wenn ihr dann fertig seid, einfach hier über den Bolt Catch das Ganze wieder lösen. Und es funktioniert einfach tadellos, kann man absolut nicht meckern. Dann bleibt letztendlich nur noch der hintere Bereich. Da haben wir eben die vorhin schon angesprochen, die erweiterte bzw. die lange Castle Nut oder Schlossmutter drauf an der Buffer Tube. Gerade fürs Federschnellwechselsystem einfach geil. Ihr habt sehr viel Grip dran mit der Hand. Ihr könnt das Ganze problemlos eigentlich mit der Hand öffnen und wieder zumachen und es hält wunderbar. Ihr braucht also aufgrund der langen Mutter kein spezielles AR-15-Tool, um das Ding jetzt mit Kraft aufschrauben oder abschrauben zu können. Geht also aufgrund der Länge noch ein bisschen benutzerfreundlicher, finde ich gut umgesetzt. Dann natürlich Aufnahmetrageriemen, ebenfalls hier hinten nochmal für einen One-Point, einmal links, einmal rechts vorhanden, wenn ihr denn wollt. Und die Buffer Tube ist dann standardmäßig aus Aluminium, wie man es eben von den AR-15-Modellen Nova oder halt M4-Modellen einmal kennt. Den Schaft finde ich jetzt von Syma auch gut gewählt, bedeutet es ist der schöne kompakte Schiebeschaft hinten drauf, wie er auch bei der MP5 zum Einsatz kommt. Es Gummipad hinten drauf oder eben die Schaftkappe schön weich gummiert, liegt schön angenehm im Anschlag drin. Und wie vorhin schon angesprochen, wer es noch ein bisschen schlanker haben möchte, könnte sogar so ein Minimalist-Schaft oder so hinten drauf packen. Wäre auch klasse. Es wäre natürlich rein technisch aufgrund der Buffer Tube auch möglich, größere Schäfte zu verwenden, wenn man noch größere Akkus zum Beispiel verwenden möchte. Da sehe ich aber das Modell nicht. Bedeutet hier eher ein bisschen schlanker, ein bisschen kompakter. Und da finde ich auch die Wahl von Syma, diesen kurzen oder kleinen zu verwenden, finde ich einfach gut getroffen. Das ist einfach stimmig, das passt gut zusammen. Wie gesagt, wenn ihr unbedingt da 2000 mAh reinpacken wollt, einen Triple Stick, ja, dann könnt ihr auch so einen fetten AR-15 Schaft hinten drauf machen, aber ist halt dann der Schaft größer wie die ganze Knifte. Nee, Spaß beiseite, passt aber nicht ganz so zusammen. Also das ist gut umgesetzt, der Schaft ist komplett aus Polyamid-Kunststoff gefertigt, leichte Struktur drin von der Oberfläche, fühlt sich angenehm an, schön rutschfest das Ganze. QD-Aufnahme, nochmal Sling-Swivel aus Stahl hier unten drin. Und selbstverständlich, wie vorhin schon gesehen, das Ganze natürlich in der Länge wie bei einer AR-15 in mehreren Stufen einstellbar. So, und das ist die vorderste Position, also ganz vor kommt ihr nicht mehr. Ihr habt es gerade gesehen, natürlich in den ersten 3 Positionen, beziehungsweise bis hierher, sitzt das Ding wirklich hervorragend. Seht ihr was? Wartet, oh, ich schiebe es ja noch ein bisschen vor. So sitzt das Ding hier hervorragend. Also da ist wirklich ein Hauch Spiel drin.
Erst wenn ihr sie wirklich ganz auszieht auf Anschlag, dann bekommt der ganze Schaft ein bisschen Spiel drauf. Aber wenn das ganz hinten spielt, dann müsst ihr schon wirklich 2 Meter groß sein. Und dann ist das so oder so vielleicht nicht die beste Wahl für so eine Knifte. Aber wie gesagt, sobald ihr es ein bisschen reinschiebt, je weiter ihr reingeht, desto weniger Spiel ist drauf. Und ab der Mitte ungefähr, seht ihr, da geht es dann auch ein kleines bisschen straffer. Und da sitzt das Ding wunderbar drauf und wackelt eben nicht mehr rum. Also auch da kann man nicht schimpfen. Tipptopp, würde ich sagen. Lasst uns ebenfalls noch kurz über das Thema Magazin und Kompatibilität sprechen. Der erste Punkt, wie vorhin schon angesprochen, ihr habt 2 Midcaps dabei. Diese Polyamid Midcaps oder ja, Polymer Midcap Magazine von Syma, 130 Schuss, sehen geil aus, fühlen sich von der Oberfläche hervorragend an und feeden tadellos. Also ich feiere die einfach, nur manche werden halt eher Straight Max bevorzugen. Nur dann müsst ihr aufpassen mit der Kompatibilität. Am besten schaut ihr da mal bei Begadi in den Shop rein. Die schreiben normal immer, was kompatibel ist und was nicht. Wobei ich jetzt sagen muss, das weicht, oder das, was da drin steht, weicht zu meinen Erkenntnissen ein kleines bisschen ab. Zunächst aber mal der allererste Punkt. Wenn ihr euch die Knifte neu kauft, werdet ihr feststellen, dass die Magazine wunderbar reingehen. Und ihr seht, die arretieren bei mir wirklich hervorragend. Also ich muss da nicht irgendwie reindrücken oder reinprügeln, sondern die arretieren einfach sauber und schön fest. Wackeln dann auch nicht rum, sondern die arretieren sauber. Ich allerdings habe den Magazinhalter innen drin ein kleines bisschen gefettet. Bedeutet, wenn ihr da von oben reinschaut, der läuft eigentlich über 2 Rampen. Bedeutet, der ist ein bisschen anders konstruiert wie bei einer AR-15, dass er einfach nur aufmacht, sondern es ist so eine Umlenkrampe nach unten und dann fährt von unten so ein Schieber zurück und arretiert dann hier hinten seitlich dran. Und da habe ich ein bisschen Fett hingepinselt, damit er einfach ein bisschen schöner flutscht. Denn standardmäßig war es immer nötig, das Magazin reinzulegen und dann ganz leicht ein bisschen nach hinten zu drücken. Und erst dann hat es arretiert. Nachdem ich jetzt hier ein bisschen Fett hin habe, kann ich es einfach ganz normal von unten reinschieben und das arretiert immer zu 100%. So, und jetzt eben die Kompatibilität. Ich habe ein paar MP5 Magazine da, aber leider keine Straight Max. Und wie gesagt, dementsprechend kann ich euch nur die Kompatibilität mitteilen, was ich halt da habe. So, zunächst mal, was ebenfalls funktioniert und was reinpasst, ist zum Beispiel, wenn ihr unbedingt wollt, eine Baby Russell von ICS, also ein High-Cap-Magazin. Das funktioniert sauber, sitzt einigermaßen anständig drin, aber ist halt ein High-Cap-Magazin. Wenn ihr schon zu Hause habt, ja, funktioniert. Was dann auch natürlich funktioniert, die Standard-Stahlblech-Magazine, ist auch schon ein bisschen älter, ist auch von Syma. Natürlich gleiche Maße, arretiert genauso wie das Polymer-Magazin oder das Polyamid-Magazin. Bedeutet auch hier, oder? Warum ist das jetzt gerade raus? Ach, okay, also das funktioniert genauso. Wie gesagt, hält wunderbar drin, arretiert sauber, Standard Syma Stahlblech, falls ihr schon zu Hause habt. So, und jetzt da bin ich der Meinung, oder habe ich glaube ich gelesen, Begadi schreibt, JG-Magazine gehen ein bisschen schwer rein, sollen aber funktionieren. Oder habe ich mich da verlesen? Ich weiß es nicht. Kontrolliert es nochmal nach. Ich kann euch aber für meinen Teil sagen, dass das JG-Magazin, was ich da habe, überhaupt nicht funktioniert. Bedeutet, mein JG-Magazin bringe ich nicht mal ansatzweise in den Magazinschacht rein. Also wie gesagt, wenn ihr JG-Magazine habt oder kaufen möchtet, vergesst, funktioniert auf keinen Fall. Also Finger weg von JG Max. Wie dann andere Magazine sind, wie gesagt, Straight Max, weiß ich leider nicht. Ich würde so oder so, die Standardmagazine verwenden, die sehen geil aus, arretieren sauber, sind vom Feeding her top. Wie gesagt, müsst ihr entscheiden. Okay Leute, das soll es schon bereits gewesen sein. Dann lasst uns weitermachen mit den Internals. Gut Leute, dann lasst uns auch heute kurz über die Internals sprechen, aber wirklich nur kurz, denn letztendlich haben wir hier 1:1 die gleichen Komponenten drin wie bei allen anderen Begadi Sport Generation 5 Kniften. Und da hatten wir eben vor einem Monat oder so, hatten wir ja bereits diese Daniel Defense MK18 auf dem Tisch, auch in der 5. Generation. Und hier sind letztendlich alle Bauteile 1:1 identisch. Dementsprechend, wer das Video damals gesehen hat, einfach weiterzappen, vielleicht zum Thema Hop-Up unten in den Kapiteln. Wer neu ist und keine Generation 5 bis jetzt kennt, der kann halt kurz mal zuhören.
Also, fangen wir an bei der Gearbox Shell. Diese ist natürlich weiterhin gleich geblieben wie bei den anderen Platinum-Kniften seitens Syma oder in dieser Begadi Nova-Serie oder keine Ahnung. Sehr, sehr gute V2-Gearbox, muss man sagen. Standard AR15 oder Standard V2 bedeutet hier oben auch wieder mit diesem Nupsi oben drauf für den Spannhebel. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, da gibt es eben Unterschiede, ob ihr jetzt eine MP5 habt oder so eine SMG Mod 5 oder CM041 und eben eine Standard AR15. Also die Gearboxen weichen gerade auch, was den Feuerwahlhebel betrifft und hier oben betrifft, weichen die ein kleines bisschen ab. Ist aber wirklich eine geile Gearbox, feiere ich unheimlich preisgünstig und ich habe noch nirgendwo irgendwie ansatzweise mal so eine Gearbox kaputt gehen sehen. Also selbst in meiner Nova mittlerweile um die 50.000 Schuss durch, mit einer 150er Feder drin und einem Short Stroke natürlich. Die Gearbox hält wunderbar. Hier vorne ganz besonders eben ein bisschen kopiert von G&G, hier im unteren Bereich etwas verstärkt außen. Oben sehr dick gewählt vom Material, könnt ihr hier oben eben sehen, wo die Shells gerne reißen und brechen. Schön dick konstruiert und ganz besonders eben, was eine kleine Besonderheit ist bei Syma und bei G&G, dass die Shells eben auch hier unten deutlich dicker sind im inneren Bereich. Und dadurch wird eben auch bei den Shells eine Tabletplate benötigt, die vorne ein bisschen schlanker bzw. schmaler ist, wie bei anderen Standard V2 Gearboxen. Also hier schön robust, schön solide und auch so kleine Features oder benutzerfreundliche Features hat die Gearbox ebenfalls. Bedeutet, wenn wir das Ganze mal umdrehen, von der Seite könnt ihr eben sehen, auch hier mal um ein kleines Fenster, um quasi den Anti-Reversal nach unten zu drücken, um das System zu entspannen oder die Tabletplate zu entspannen. Kleiner Kabelkanal, damit die Kabel eben nicht am Pinion Gear irgendwie sich aufreiben. Also das ist alles super und ich finde, die Gearbox ist eben vom Preis-Leistungs-Verhältnis sogar eine der besten meiner Meinung nach. Von der Lagerung seht ihr jetzt hier bei dem Modell auch wieder Standard 8 mm Kugellager drin verbaut an jedem einzelnen Gear. Also komplett einmal durch. Da könnte man vielleicht, wenn man es von der Energie ein bisschen übertreibt und das Ding, sage ich mal, vielleicht mit 1,6 Joule oder 1,7 spielt, könnte man vielleicht sogar am Sektor und am Spur unten auf eine Stahlaufbuchse gehen. Denn gerade so diese China-Kugellager, ja, sie können halten, aber meistens sind die Dinger nach 30.000 oder 40.000 Schuss sind die meistens hops, dann müsst ihr sie tauschen. Und dann könnt ihr euch noch überlegen, ob ihr vielleicht auf Stahlaufbuchsen hier und da mal zurückgreift. Habe ich aber schon öfters angesprochen bzw. erklärt. Dann habt ihr es im inneren Bereich gerade schon gesehen, auch hier wieder ein sehr gutes Syma Standard, oder was heißt Standard, sehr gutes Syma Gearset drin verbaut, komplette Stahlgears, CNC gefertigt das Ganze, 13:1 von der Untersetzung, also auch hier wieder ein Highspeed Gearset drin und das Ganze kombiniert am Sektor mit einem 12-Zahn Short Stroke. Nur hier immer aufpassen, bitte beachten, aufgrund des Short Strokes benötigt ihr natürlich deutlich stärkere Federn. Ihr könnt also jetzt nicht vergleichen, ihr macht jetzt eine 120er Feder rein und ihr landet dann irgendwo bei 1,8 Joule oder sowas. Das funktioniert mit einem Short Stroke nicht. Das geht nur bei Kniften mit der entsprechenden Lauflänge und welche eben dann ein volles 16-Zahn Sektor Gear haben. Bedeutet, bei solchen Kniften mit einem Short Stroke müsst ihr halt dann auf eine 130er oder 140er Feder gehen, da eben die Feder nicht vollständig aufgezogen wird. Dadurch ist das Ansprechverhalten und der Zyklus ein kleines bisschen, ein bisschen zackiger und ein kleines bisschen schöner und schneller. Aber wie gesagt, klasse Gearset können wir auch nicht meckern. Auch hier wieder mit einem kleinen Delayer drauf, beziehungsweise Sektor Gear Clip drauf, um die Tabletplate vom Timing her noch ein bisschen länger zurückzuhalten, um eben Feeding-Probleme zu vermeiden. Sehr gut, passt wunderbar. Und selbstverständlich von der Elektronik, wie mittlerweile auch Standard bei Begadi. Auch hier natürlich dieses Begadi Core EFCS MOSFET einmal drin verbaut. Bedeutet, ihr habt einen kleinen Mikrotaster für den Abzug, ihr habt eine Zyklenüberwachung, dass euch die Knifte nicht jammen kann, ihr habt eine Akkuüberwachung, Akkuabschaltung, also alles, was man heutzutage sich an einer Elektronik wünscht, eigentlich drin verbaut. Natürlich auch mit Aktivbremse, damit das System nicht überdrehen kann bei sehr starken 11.1er Akkus. Einen kleinen Punkt noch, ich habe, wann war das, gestern oder vorgestern, habe ich in der Facebook-Gruppe einen Beitrag gelesen, ja, seine Knifte mit einem EFCS hat gejammt.
Da muss ich leider sagen, nein, das ist nicht korrekt. Eine Knifte mit einem EFCS kann im Regelfall nicht jammen. Also ob ihr jetzt so einen Core drin habt, ob ihr einen Titan drin habt, ob ihr einen Aster drin habt, ist wurscht, egal. Wenn eure Elektronik eine Zyklenüberwachung hat, kann die Knifte nicht jammen. Bedeutet, man spricht da nicht von einem Gear Jam, aber es kann natürlich vorkommen, dass sich die Gears verklemmen, dass irgendwas abgebrochen ist oder dass der Akku zu schwach ist und sich das System im hintersten Bereich dann, wenn die Feder voll komprimiert ist, hinten drin verklemmt. Das ist aber kein Gearbox-Jam. Also hier gerade für Einsteiger immer ein bisschen zu unterscheiden, was ist ein Jam und wann verklemmt sich eine Gearbox. Also wie gesagt, Gears klasse, EFCS selbstverständlich ebenfalls klasse. Dann lasst uns ebenfalls noch kurz über das Thema Shimming sprechen und das ist bei dieser Version sogar recht gut, muss man sagen, für einen China-Hersteller. Bedeutet, das gesamte Sektorgear hat, wenn es hochkommt, vielleicht 0,05 mm. Also da bekommt er nicht mal mehr eine 0,1er drauf. Dagegen aber wiederum das Spurgear wie auch das Bevel unten hat gar kein Spiel mehr in Axialrichtung. Bedeutet, hier ist vielleicht sogar ein kleines bisschen zu viel geschimmt worden. Ich meine, die Gears laufen sauber, gibt es keine Probleme, auch vom Klangbild ist es wirklich sauber. Es könnte aber gerade bei Kugellagern dann passieren, dass wenn hier um 0,05 zu viel geschimmt würde, ja, das kann das Lager an sich über die Kugeln innen drin ein bisschen ausgleichen, aber die axiale Belastung ist dadurch ein bisschen stärker aufs Lager. Und wie gesagt, einfach mal, wenn ihr vielleicht irgendwann mal aufmacht nach 30.000, 40.000 Schuss für eine Wartung, vielleicht mal gegenkontrollieren und wenn ihr dann auch gar kein Spiel drin habt, dann wäre es vielleicht sogar möglich, um 0,1 weniger zu schimmen. Wie gesagt, das Sektor oben passt perfekt. Es gibt auch keine Probleme vom Laufverhalten oder sowas, die klemmen nicht. Aber um eben die Last von den Lagern ein bisschen runterzunehmen, könnte man eben Bevel und das Spur um 0,1 mm weniger schimmen. Bei den restlichen Komponenten bzw. bei der Zylindergruppe hat sich dann natürlich nichts verändert. Weiterhin sehr hochwertige, schon fast Tuning-Komponenten drin, kann man eigentlich sagen. Bedeutet, es ist ein kompletter Edelstahlzylinder drin verbaut. Das ist ein Typ C-Zylinder und langt euch natürlich vom Volumen für die Lauflänge von 225 mm mehr als aus. Bedeutet, wir haben hier einen Hub oder eine Hublänge von 35,6 mm und das wiederum ergibt ein Verhältnis von 2,46 zu 1. Bedeutet, ihr habt natürlich für den kleinen Lauf sehr viel Luft drin und könnt, wenn ihr unbedingt wollt, wenn es die Magazine mitmachen, auch problemlos 0,4 Gramm BBs mit so viel Volumen durchdrücken. Also das ist mehr als ausreichend. Tipptopp, können wir nicht schimpfen. Auch der Zylinderhead ist tipptopp, sitzt schön press und sauber im Edelstahlzylinder drin, ist komplett aus Aluminium gefertigt, 2 Ohrringe drauf, wie gesagt einwandfrei. Nur das Sorbopad seitens Syma ist halt Standard, kann man jetzt auch nichts kritisieren, einwandfrei, aber daher das Sorbopad relativ dünn und hart ist auch der Aufprall ein kleines bisschen lauter im Vergleich zu anderen Zylinderheads, welche ein etwas stärkeres bzw. größeres Sorbopad bzw. Gummipad hinten drauf haben. Bedeutet hier, das ist tipptopp out of the box, würde ich gar nichts kritisieren. Es könnte aber natürlich passieren, so nach 50.000, 60.000 Schuss, je nach Federstärke, dass das Pad irgendwann mal durch ist. Dann könnt ihr euch immer noch überlegen, ob ihr einen Zylinderhead verwendet mit ein bisschen größerem Sorbopad. Aber wie gesagt, out of the box, einwandfrei, würde ich definitiv nicht kritisch ansprechen und würde ich auch definitiv nicht irgendwie gleich direkt austauschen oder wechseln. Auch beim Piston und beim Pistonhead hat sich natürlich nichts geändert. Es ist weiterhin in der Generation 5 bereits ein Begadi Pro Piston drin verbaut. Das ist ein PA-Piston mit Glasfaseranteil, also vom Material her sehr, sehr robust, komplett mit Stahlzähnen unten drauf und erfreulicherweise eben bereits mit 14,5 Zähnen. Bedeutet, hier könntet ihr eben sogar, wie gerade schon angesprochen, mit einem größeren Sorbopad am Zylinderhead vorne arbeiten, ohne dass ihr den Piston irgendwie tauschen müsst, denn das passt eben wunderbar von den Zähnen. Wie gesagt, komplett Stahlzähne, schön haltbar und auch hier wieder kombiniert mit dem Begadi Pro Pistonhead mit einem X-Ring und einem kleinen O-Ring hier vorne drauf, damit das Ganze eben im Zylinder innen drin nicht scheuert und nicht reibt. Also hier 1A und wie gesagt eigentlich bereits out of the box Tuning-Komponenten drin verbaut. Was man daran jetzt noch optimieren sollte, weiß ich selbst nicht. So, einen kleinen Punkt noch, sehr erfreulich muss ich sagen. Auch hier ist jetzt bereits die Tappet Plate von Syma in der neuesten Variante drin verbaut.
Und da gab es ja mittlerweile in den letzten 3 Jahren oder 4 Jahren, ich glaube 4 unterschiedliche Tablet Blades. Bedeutet, man hatte zuerst die Acryl Tablet Blade, dann hatte man eine blaue aus ABS Kunststoff, die war sehr, sehr weich. Dann sind sie irgendwann drauf gekommen, die ist zu weich, wir wechseln mal auf Polyamid Kunststoff mit Glasfaser. Die war dann schon ein bisschen besser, aber dennoch relativ weich. So, und jetzt mittlerweile fertigen sie die Tablet Plate mit deutlich mehr Glasfaseranteil. Und die ist einfach mega solide, robust und kann man problemlos verwenden. Bedeutet, auch hier ist es jetzt nicht mehr nötig, irgendwie die Tablet Plate ansatzweise auszutauschen oder zu optimieren. Also auch hier hat Syma dazugelernt, freut mich, sehr gute Tablet Plate drin verbaut und kann man, wie gesagt, problemlos drin lassen. So, jetzt kommen wir aber noch zum Punkt Nozzle. Da lernt leider Syma bis jetzt auch nicht wirklich dazu. Beziehungsweise bei der SVD war ja eine Nozzle drin verbaut aus Alu mit einem O-Ring, einwandfrei. Bei dem Modell bauen sie weiterhin ihre Standard AR15 Nozzle aus Plastik rein, ohne O-Ring hinten. Und was ich schon öfters mal ein bisschen kritisiert habe, Syma verwendet im Vergleich zu anderen Herstellern immer sehr lange Nozzle. Bedeutet, auch hier haben wir eben die Standard-Nozzle von Syma mit einer Länge von 21,6 mm. Das müsst ihr euch mal reinziehen und das ist einfach für eine AR15 sehr, sehr lang. Und da gibt es einfach häufig dann Probleme, wenn man jetzt eine andere Hop-Up-Kammer verbaut, wo man jetzt nicht irgendwie einstellen kann oder ein anderes Hop-Up-Bucking verbaut, bekommt man einfach häufig Probleme mit der Nozzle, weil sie einfach zu lang ist. Bedeutet, man muss dann eigentlich runter auf 21,25 oder 21,35 mm gehen, wenn man eben andere Buckings oder andere Hop-Up-Kammern verwenden möchte. Wie das Ganze mit der Neptune ausschaut, das können wir uns vielleicht gleich im Anschluss noch mal ganz kurz anschauen. Denn eine weitere Besonderheit, auch hier verbaut Begadi wieder ein extra Short Hop-Up-Bucking. Wie gesagt, kommen wir gleich beim Thema Hop-Up dazu. Aber mal im Hinterkopf behalten, wenn ihr irgendwie mal das Bucking tauschen wollt oder Hop-Up-Kammer tauschen wollt, beachtet ein bisschen die Nozzle-Länge. Die ist bei Syma einfach immer unheimlich lang. Und wie gesagt, leider halt kein O-Ring dran an der Nozzle. Die wird zwar hier sauber geführt, aber ihr müsst dennoch damit rechnen, dass ihr so circa 10% Volumen an der Nozzle einfach abblast. Daher wir hier aber so viel Luft drin haben, ist es jetzt bei dem Modell nicht ganz so gravierend, als hätten wir jetzt eine Variante, sage ich mal, mit einem 404 Lauf oder 450 mm Lauf. Da wirkt sich das Ganze natürlich deutlich gravierender aus, wenn man eine Nozzle hat, die eben ein bisschen Volumen abbläst oder ein bisschen Luft abbläst. Hier bei dem Modell kann man es eigentlich ignorieren. Und abschließend lasst uns auch wieder ein bisschen im Detail auf das Thema Hop-Up und dann später auch Kompatibilität eingehen. Zunächst mal so die Grundinformationen vorhin schon kurz angesprochen. Es ist natürlich auch hier wieder eine stinknormale AR15 Hop-Up-Kammer drin verbaut von Syma. Bedeutet gleiche Hop-Up-Kammer wie auch bei diesen ganzen Nova-Kniften und M4-Modellen, also ganz normale Rotary Hop-Up-Kammer. Habe ich euch auch schon öfters gezeigt, die Hop-Up-Kammer, die ist an sich okay, geht aber zum Einstellen aufgrund der Rasterung relativ schwer von außen. Und auch ist diese Rasterung meiner Meinung nach nicht ganz so fein wie moderne Tuning-Hop-Up-Kammern. Bedeutet es könnte passieren, dass ihr genauso zwischendrin liegt bei eurer Kugelgrammatur. Entweder macht ihr einen Klick zu wenig und euch droppen die Kugeln zu früh oder ihr macht einen Klick mehr und ihr bekommt einen kleinen Overhop rein. Ist also bei Hop-Up-Kammern, die frei zum Einstellen sind, ohne Klicksystem, immer ein kleines bisschen präziser und genauer zum Justieren. Da finde ich persönlich, sogar die stinknormale Plastik-Hop-Up-Kammer von E&C, finde ich rein, was das Einstellen angeht, besser wie die Syma Hop-Up-Kammer. Wie gesagt, rein vom Einstellen her. Dann verbaut natürlich Begadi auch hier wieder ihr eigenes Hop-Up-System. Bedeutet 5 mm großer Tensioner oben drin mit dem Fly 5 in Short drin verbaut. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Bedeutet, ihr könnt out of the box problemlos 0,28, 0,3, 0,32 reinkloppen. Funktioniert tadellos. Nur zu leicht dürft ihr auch wieder nicht gehen. Bedeutet, wenn ihr da nur 0,2er drin spielen wollt oder 0,25, dann reagiert das Hop-Up einfach ein bisschen zu aggressiv und ihr bekommt eher ein Überhoppen rein. Dann würde ich auf einen etwas weicheren Gummi oder auf ein weicheres Bucking gehen. Also 50 Short zum Beispiel. So, wie gesagt, vom Einstellen her, ihr wisst ja schon öfters erklärt, ihr könnt auch diese Rasterung
ein bisschen modifizieren, damit es stufenfrei geht, oder ihr klatscht euch kleine andere Hop-Up-Kammer rein. Aber auf jeden Fall für euch wichtig oder gerade für Einsteiger wichtig zu wissen, es funktioniert out of the box. Also ihr müsst jetzt nicht sofort hergehen und müsst schon wieder Geld in die Hand nehmen, auf keinen Fall. Ihr könnt das Zeug einfach so drin lassen, 0,28, 0,3er BBs reinpacken und Spaß haben. Das funktioniert. So, worauf ich aber jetzt nochmal im Detail hinweisen möchte, wir nehmen es gleich auseinander. Wie gerade schon angesprochen, Begadi verbaut hier wieder ihr Short Hopper Bucking. Und ich meine, bei dieser Daniel Defense war es normale Fly drin mit der langen Dichtlippe. Und jetzt weiß ich auch nicht, also entweder gibt es wirklich krasse Unterschiede bei den Hop-Up-Kammern, oder es gibt halt zwei unterschiedliche, sehen aber gleich aus. Oder Syma hat zu krasse Toleranzen bei der Hop-Up-Kammer oder bei der Nozzle-Länge. Denn ja, hier, wie vorhin schon angesprochen, 21,6 mm Nozzle, sehr, sehr lang. Und hier passt das Ganze out of the box wunderbar zusammen. Bedeutet, selbst mit dem Short Bucking, seht ihr, haben wir hier noch eine saubere Abdichtung zur Nozzle. Bedeutet, wir können Abdichtung, die ganze Hop-Up-Kammer nochmal so circa 0,3 mm nach hinten drücken. Also das passt vom Feeding her und von der Nozzle-Länge mit diesem Short Bucking, passt es wunderbar zusammen. Aber würdet ihr jetzt vielleicht hergehen und würdet genau in dieser Hop-Up-Kammer ein anderes Bucking verbauen, keine Ahnung, vielleicht ein Maple Leaf oder ein normales Fly, dann kann es passieren, dass die Dichtlippe zu lang ist und ihr eben Feeding-Probleme bekommt. Also hier, wie gesagt, warum da mal ein Short drin ist, mal ein Fly 5 drin ist, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, entweder Toleranzen irgendwie oder es gibt halt wirklich zwei unterschiedliche Hop-Up-Kammern, die aber identisch aussehen. So, wie gesagt, es passt out of the box aber wunderbar zusammen. So, und was ich mir jetzt noch anschauen möchte, ist die Kompatibilität zur Neptune. Ich habe die mal ganz kurz aus meiner M110 rausgezogen. Und da schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie viele Shim-Scheiben wir benötigen würden und ob das überhaupt kompatibel ist, das Ganze. Denn ihr habt unten im Lower Receiver bei dem Modell habt ihr nochmal so eine Art Kugelkanal drin. Bedeutet, vorhin vielleicht schon kurz angesprochen, wenn ihr nachladet, dann fallen nicht nur 3 BBs aus der Hop-Up-Kammer raus, sondern die ganzen BBs, die hier in dieser Rampe oder in dieser Führung drin sind, die fallen auch noch alle mit raus. Also ihr müsst damit rechnen, dass halt beim Nachladen so circa 6 Kugeln einfach wieder rausfallen. Standard sind es normalerweise immer 3 bis 4 BBs, das ist ganz normal. Hier sind es halt aufgrund dieser Umlenkung oder dieser Umlenkung sind es ein kleines bisschen mehr BBs, die eben droppen beim Nachladen. So, und was wir uns eben anschauen müssen, ist jetzt die Kompatibilität, denn ihr seht, die Hop-Up-Kammer arretiert hier oben in so einer Führung drin. Und da bin ich mir jetzt selbst nicht ganz schlüssig oder sicher, ob das wirklich zu anderen Hop-Up-Kammern so 100% kompatibel ist. Wie gesagt, schauen wir uns gleich mal an. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe jetzt einfach mal so eine Neptune hergenommen und da ist jetzt ein SHP5 Bucking drin. Also eigentlich für HPA funktioniert eigentlich in jeder AEG genauso. Dichte teilweise sogar besser ab wie die normalen Fly Buckings. Also wie gesagt, ein SHP5 ist drin. So, worauf ich aber jetzt hinaus möchte, wie vorhin angesprochen, 21,6 mm Nozzle. Im Vergleich zu allen Standardknüften hat Syma immer eine unheimlich brutal lange Nozzle. So, wenn wir uns jetzt mal die Neptune anschauen, im Regelfall bei einer 21,2er Nozzle oder 21,25 würde ich hergehen, würde 3 oder 4 Shim-Scheiben drauf ballern. So, jetzt passt mal auf, jetzt nehmen wir mal an, wir haben eine Syma, egal welche, und nehmen jetzt einfach mal 4 Shim-Scheiben her und haben eben eine Nozzle mit 21,6 mm. So, jetzt passt mal auf. Seht ihr das? Hier dichtet die Nozzle bereits am Bucking ab. Ich kann die ganze Hop-Up-Kammer aber locker nochmal 1 bis 1,2 mm nach hinten drücken. Und dadurch kann man unheimlich Feeding-Probleme dann drauf bekommen. Bedeutet, man muss einfach bei diesen Syma-Kniften, wenn man so eine brutal lange Nozzle drin hat, muss man immer die Hop-Up-Kammer extrem weit nach vorne schimmen. So, es gibt ja auch für die Neptune gibt's ja auch diesen Adapter da hinten, der ist nochmal 0,8 mm länger. Bedeutet, man könnte sich 4 Shim-Scheiben könnte man sich sparen. Diesen habe ich aber nicht da. Bedeutet, wenn ich jetzt das Modell mir kaufen würde und würde auf die Idee kommen, hier eine Neptune zu verbauen, dann würde ich hier 6 Shim-Scheiben benötigen.
Also 1,2 mm die gesamte Hop-Up-Kammer nach vorne schimmen, damit das Ganze hier von der Nozzle und vom Feeding her wieder hinhaut. Also hier ein bisschen beachten bei den Syma-Kniften, jetzt nicht unbedingt nur bei der hier, sondern allgemein auch bei einer MK18 oder halt bei einer Nova oder whatever, ist ja wurscht. Wenn ihr eine Neptune verbauen wollt mit der originalen Nozzle-Länge von 21,6 mm, braucht ihr extrem viele Shims oder halt dann nochmal diesen Adapter mit 0,8 mm Länge. So, das Ganze aber von der Aufnahme unten, habe ich mir gerade schon angeguckt, das passt perfekt, bedeutet auch andere Hop-Up-Kammern, auch wenn ihr jetzt keine Neptune wollt, sondern halt eine E&C oder keine Ahnung, wäre hier unten kompatibel. Also die Neptune passt hier wunderbar in diese Führung unten rein. Nur halt aufpassen, eine Max passt selbstverständlich nicht rein aufgrund des Hebelsystems hier unten. Eine Gate Ion, wenn ihr wollt, müsste rein theoretisch auch passen. Habe ich bloß gerade keine mehr da, habe ich schon verbaut. Aber wie gesagt, so die Neptune, die würde hier perfekt einmal reinpassen. Das soll es für heute gewesen sein. Relativ kompaktes Review zu dieser neuen Begadi Sport CRP9 bzw. Syma CM106B. Lasst uns wieder mein ganz persönliches Fazit im Detail durchsprechen. So, erster Pluspunkt auf meiner Liste. Das Ding sieht brachial geil aus. Es ist natürlich auch wieder so ein umgemodeltes AR-15 für 9 mm Magazine. Aber die Umsetzung vom Design hat Syma wirklich gut gemacht, finde ich. Bedeutet gerade im Vergleich zu anderen Modellen jetzt nicht irgendwie hier so einen fetten Magazinschacht für AR-15 Magazine und dann steckt er da diese kleinen Magazine rein. Sieht immer ein bisschen dämlich aus, finde ich. Haben sie hier recht schön gemacht, finde ich. Kleiner, kompakter Magazinschacht und eben dann hier aufgrund der Gearbox-Größe selbstverständlich das Ganze hier über so eine Rampe ein bisschen nach vorne gezogen. Also auch nicht wie bei G&G, dass sie das Ganze nach hinten erweitern und verlängern oder dann eben große Magazinschächte nehmen. Nein, sondern vom Design sehr, sehr stimmig umgesetzt, muss ich sagen. Gefällt mir unheimlich gut, auch hier seitlich dieser moderne Upper Receiver von der Nova, ein bisschen so im Novesk-Style mit dem großen Breast-Deflektor, kantiger Forward Assist. Schön gemacht, finde ich einfach modern, schön, macht einiges her. Der zweite Pluspunkt ist dann die Verarbeitungsqualität und das habe ich euch schon bei dieser MK18 angesprochen. Da wird von Modell zu Modell wird das Syma echt mittlerweile richtig, richtig stark. Bedeutet auch hier jetzt der neue Lower Receiver, erstens mal gut super von der Passgenauigkeit und auch jetzt hinten der Übergang bei dem Pin im Vergleich zu der AR-15 Version nicht mehr so dünn gewählt. Bedeutet, er ist schön an dem Pin hinten schön verstärkt innen drin und ihr habt eben nicht das Problem, wenn euch die Knifte mal runterfällt, dass es hier anfangen kann, bei dem Pin irgendwie zu reißen, der Lower, ist hier nicht der Fall. Bedeutet hier ein bisschen angepasst, optimiert innen drin, finde ich klasse. Und dann auch so Kleinigkeiten von der Verarbeitungsqualität. Es ist eine Gasabnahme mit dran, die sitzt sauber, sie klappert nicht rum wie bei anderen Herstellern. Ihr habt wunderbar schöne flache Flip-Ups dabei, aus Polyamid-Kunststoff, hochwertig, super. Dementsprechend die gesamte Verarbeitungsqualität klasse. Der nächste Pluspunkt, Federschnellwechselsystem, auch hier im Vergleich zu den AR-15 Modellen ein kleines bisschen optimiert. Ja, kleines bisschen bedeutet, die Castle-Nut ist jetzt hier bei der Variante ein kleines bisschen größer. Ihr könnt einfach mit der Hand mehr Kraft aufbauen und braucht dementsprechend hier kein AR-15 Tool dafür. Könnt ihr alles mit der Hand machen. Also hier ein bisschen optimiert und weiterhin natürlich ein unheimlich geiles Federschnellwechselsystem. Habe ich euch gezeigt, wollt ihr das Ding in der Halle rocken mit 0,9 Joule oder 1 Joule? Kein Problem, stopft eine schwächere Feder rein, fertig. Wollt ihr hoch auf 1,5 und Midrange-Gelände spielen? Kein Problem, knallt eine 140er Feder rein, drückt 1,5 Joule raus mit 0,3, fertig. Also auch hier wieder der Einsatzbereich für so eine relativ kompakte Knifte, tipptopp muss man sagen. Dementsprechend Federschnellwechselsystem und Flexibilität ein Pluspunkt. Nächster Pluspunkt ist der Feuerwahlhebel und den hat Syma mega umgesetzt. Geilster Feuerwahlhebel im SAEG-Bereich. Erstens mal natürlich 45 Grad, das wäre jetzt nichts Besonderes. Das hat G&G auch schon vor 3-4 Jahren umgesetzt, finde ich geil. Aber beidseitig und das Ganze auch noch auf beiden Seiten identisch snappy. Bedeutet nicht wie bei VFC oder anderen Herstellern, dass ihr dann hier vom Schützen aus rechts irgendwie Spiel drin hat und der schlappert dann da irgendwie rum. Nein, der läuft links und rechts genauso geil. Also dementsprechend auch hier vielleicht für Linksschützen einfach nur tipptopp. Also richtig geiler Feuerwahlhebel. Er hakt nicht, er kratzt nicht. Er ist einfach unheimlich crisp. Gebe ich einen Pluspunkt, speziell auf den
auf den Feuerwahlhebel. Der nächste Pluspunkt, das teile ich jetzt ein kleines bisschen auf, das ist zunächst mal das Hop-Up-System selbst. Bedeutet so, wie das Modell vom Hop her arbeitet, wie präzise sie schießt, welche Range ihr rausbekommt bei 0,3 und 0,32 Gramm. Und hier macht auch wieder dieses Begadi-Bucking in Kombination von einem Tensioner einen unheimlich guten Job, muss man sagen. Nur halt wieder aufpassen, wollt ihr in der Halle nur 0,2 Gramm spielen oder 0,25. Dafür ist das Bucking eigentlich nicht wirklich gut geeignet, beziehungsweise nicht ausgelegt. Also ihr solltet mindestens 0,28, im besten Fall 0,3 Gramm BBs verwenden. Ansonsten müsstet ihr ein bisschen einen weicheren Gummi verbauen oder ein weicheres Bucking. Also hier gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt, Hop-Up-System, so wie es funktioniert, aber kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und der letzte Pluspunkt, was ich bei dem Modell, ja, wo ich selbst extrem überrascht war, der Klang ist perfekt. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ich habe schon so viele Kniften gebaut mit 13.1er, 19K Motor, mit Brushless Motoren. Ihr habt immer ein ganz kleines bisschen, auch wenn sie sich unheimlich sauber anhören, ihr habt immer die Gears. Ihr hört immer ein kleines bisschen die Gears. Bei dem Modell hört ihr gar nichts. Und ich weiß nicht, wie Syma das hinbekommt. Ihr hört wirklich nur Plong, Klong, Klong. Ihr hört nur den Aufprall. Ihr hört keinen Motor andrehen, ihr hört keinen Übergang zwischen Pinion und Bevel, ihr hört kein Reiben, ihr hört kein Kratzen, ihr hört kein Kreischen, kein Quietschen, nix. Das Ding hört sich einfach brachial an. Genauso möchte ich bitte, dass sich jede andere SAEG von mir auch anhört. Also das hat Syma perfekt umgesetzt. Zyklenzeit, Klangbild, hervorragend. Ihr könnt natürlich auch schnell triggern, wie ihr wollt. Ihr hört nix, ihr hört einfach nix. Geil, super Klangbild. So, und jetzt habe ich aber noch 3 Neutralpunkte. Der erste Neutralpunkt, das Hop-Up an sich arbeitet, wie gesagt, wenn es eingestellt ist, wirklich klasse. Aber die Hop-Up-Kammer, habe ich euch schon öfters angesprochen, die geht zum Einstellen leider nicht so geil. Gerade jetzt bei meiner Version im Vergleich zu dieser Daniel Defense, die ich eben vor 2 Monaten oder so euch gefilmt habe, die Hop-Up-Kammer geht vom Einstellen immer schwerer. Es wird immer schwerer irgendwie. Dementsprechend musste ich hier sogar zum Hop-Up einstellen ein bisschen ein Werkzeug hernehmen. Ich habe dann einen Schraubendreher genommen und habe das Rädchen weitergehebelt. Da es mir mit dem Fingernagel nicht möglich war, hier ansatzweise irgendwie mehr Druck einzustellen. Geht also für mich persönlich ein bisschen zu straff. Könnt ihr natürlich modifizieren, das Rädchen ein bisschen schmieren oder ihr macht auch dieses Klicksystem komplett raus. Feilt die Kante hinten runter und dann geht es stufenfrei und fertig. Aber so wie es out of the box kommt, wie gesagt, zum Einstellen selbst, bisschen schwierig. Geht bei anderen Herstellern benutzerfreundlicher. Nächster Neutralpunkt ist der Magazinhalter. Der ist zunächst mal vom Aufbau relativ komplex. Bedeutet, wenn ihr den mal rausbauen wollt, tut ihr euch vielleicht ein bisschen schwer, denn ihr müsst seitlich mit den Schraubendreher rein, damit ihr an die Schraube hinkommt. Und dann empfehle ich euch, dass ihr diesen ein kleines bisschen schmiert und fettet. Denn standardmäßig müsst ihr eben immer die Magazine rein und dann ganz leicht ein bisschen so nach hinten drücken, bis es Klick macht. Wenn ihr das Ganze ein bisschen fettet innen drin, dieses Rampensystem, dann funktioniert es auch ohne nach hinten drücken. Bedeutet, steckt die Dinger einfach rein, zack, arretiert und fertig. Also hier ein kleiner Neutralpunkt, kann aber vielleicht auch je nach Modell ein bisschen abweichen. Wie gesagt, wenn da irgendwo eine Toleranz von 0,1 mm drauf ist, das langt ja schon. Wie gesagt, dementsprechend ein kleiner Tipp, bisschen Fett drauf und fertig. So, und der letzte Neutralpunkt, was auch natürlich, beziehungsweise wo ich jetzt auch keine Möglichkeit sehe, wie Syma das hätte besser machen können, wenn ihr das Magazin entnehmt und nachladet, fallen halt 8 Kugeln raus. Aufgrund dieser Umlenkung da innen drin. Finde ich ein bisschen schade, da hätten sie vielleicht auch irgendwie einen O-Ring unten mit anbringen können, einen geschlitzten, dass die Kugeln irgendwie gehalten werden innen drin. Ist aber auch wieder suboptimal, weil dann kann es wieder zu Feeding-Probleme kommen, wenn der O-Ring zu straff ist. Kennt man ja von den Retro-Arms-Hop-Up-Kammern. Wie gesagt, es fallen halt 8 Kugeln raus. Finde ich jetzt nicht schlimm, aber auch nicht sonderlich geil. Aber wie gesagt, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es super hätte perfekt besser machen können. Dementsprechend auch hier ein Neutralpunkt. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Preis-Leistungs-Verhältnis habe ich euch bei den technischen Daten schon angesprochen. Ich finde sie immer noch in Ordnung. Ich finde sie aber gerade auch im Vergleich zu einer AR15 Nova auch jetzt ein bisschen zu teuer. Und ich verstehe es jetzt auch nicht, warum ich jetzt für das Modell 50 € mehr bezahlen soll wie für eine AR15.
Und wie gesagt, das Material ist exakt identisch, die Internals sind exakt identisch, das Federschnellwechselsystem, das AFCS-System, es ist eigentlich alles identisch. Nur, dass halt hier jetzt ein neuer Lower Receiver vorhanden ist und ein 45 Grad beidseitiger Feuerwahlhebel. Das ist das Einzige, was hier unterschiedlich ist. Und dennoch kostet das Modell 50 € mehr. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch, das Modell ist klasse. Ich feiere es, gefällt mir unheimlich gut. Aber warum 50 € mehr? Keine Ahnung. Also wer ein bisschen Geld sparen will und einfach ein geiles System haben möchte, der kann meiner Meinung nach auch für 380 € zu einer Nova als AR15 greifen. Oder man feiert halt diese kleinen kompakten Magazine. Ja gut, dann gönn dir. Wie gesagt, gönn dir. Also hier, es ist okay, es ist eine geile Knifte, aber auch im Vergleich zu den anderen Syma-Kniften bisschen teurer. So Leute, wollt ihr jetzt noch irgendwas ergänzen? Habe ich was schlecht erklärt? Habe ich was vergessen anzusprechen? Oder wollt ihr irgendwas korrigieren? Ihr wisst ja Bescheid, wie immer, Kommentarfeld unten nutzen. Wenn euch das Video gefallen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich natürlich wieder mega drüber freuen. Und wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.